Hi, I'd like to just wish everybody a very happy International Women's Day. I've been lucky enough to host a really fantastic brunch this morning, a great group of passionate and inspired women all talking about climate and gender and talking about how important it is when we're talking about adaptation policies to make sure that we're mainstreaming gender issues into those. It's been incredibly inspiring. University of Oxford and University of Vienna's Lisa Schipper has been taking us through all of the issues. We've had a really rich discussion. It's often the most vulnerable in society, whether that be women, transgender people, people of colour, people who are suffering economic hardship, are often the most adversely impacted by climate and the impacts of climate change. Anyway, I'd like you to be able to hear direct from those brilliant women themselves. So over to them. Und anlässlich des Weltfrauentags ist es wichtig, dass wir uns noch einmal vor Augen führen, dass wir gemeinsam unglaubliche Dinge vollführen können. Besonders im Klimaschutz, wenn wir sehen, wir sind eigentlich sehr vorne, sehr weit vorne. Wir wissen um die Herausforderungen die Herausforderungen im Klimawandel, aber auch, wenn wir uns anschauen, anlässlich der derzeitigen politischen Lage, wie wichtig es ist, dass wir gemeinsam etwas bewegen können. Aus diesem Grund sollten wir uns an der Hand fassen, gemeinsam Stärke zeigen und gemeinsam einfach nach vorne gehen und einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, zum Frieden und zu allen möglichen Herausforderungen, die vor uns stehen. Ich glaube, Frauen spielen eine große Rolle. Frauen leiden oft unter Klimaschutz und tragen aber weniger zur Klimaveränderung bei. Frauen haben oft weniger Geld als Männer, haben kleinere Autos, nutzen mehr öffentliche Verkehrsmittel. Aber Frauen sind dann sehr oft betroffen und das gilt für den globalen Süden, gilt aber sehr wohl auch für Länder wie Österreich und andere der Europäischen Union. Often, when it comes to climate action, we point on indigenous women in the global south, but those are the ones that contributed at least to climate change. So in all of our measurements and programs, we need to be cautious of the feminization of the environmental responsibility, that we don't give an extra burden to women. What I want people to think about on International Women's Day is that women, non-binary and transgender people are all suffering under the climate crisis, especially due to structural inequality. The latest report of the IPCC showcases that we need more women involved in climate change action. This is exactly what the Ban Ki-moon Center is working for. We are working with leadership on getting climate adaptation to the core of the agenda for the various COPs. And we also work with young change makers who are doing the necessary work in country to make climate action a reality for those that carry the brunt of the burden. Zum heutigen Internationalen Frauentag ist es wichtig zu sehen, dass die globalen Ungleichheiten mit den globalen Konflikten, aber auch sehr stark mit Armut zusammenhängen. Deshalb ist mein Anliegen heute gewesen, die Armut zu reduzieren und dabei immer auch auf die auf die Menschen, die marginalisiert werden und die vulnerable sind. Das sind meistens Frauen und Mädchen, auf die mehr Rücksicht zu nehmen, die Stimme der Frauen und Mädchen zu hören und hier mehr Unterstützung auf internationaler, nationaler, aber auch auf regionaler Ebene zusammenzubekommen. I would like that both genders, male and female, would work together to reach gender equality. We've heard a lot from inspirational women today, and in light of the climate crisis and the International Women's Day, I think it's important to think about how those are connected. Think about what are you doing to solve the climate crisis, but also to represent equal rights for women. What is your employer doing? What is your government doing? So think about it and maybe start the discussion about how we can ensure equal rights for all genders.